No-Shows im Dienstleistungsbereich, vielleicht kennst du das ja. Du vergibst Termine und dann tauchen die Kunden nicht auf. Manche sagen nicht mal ab oder eben erst kurzfristig. Und das ist natürlich immer super ärgerlich. Vielleicht hast du ja selber eine Praxis und diese Erfahrung schon mal gemacht, baust dir gerade deinen Kundenstamm auf und dann ist es natürlich immer schwierig, diese Termine kurzfristig zu besetzen. Ich bekomme immer mehr von Kunden aus dem Therapie- oder auch Massagebereich wieder gespiegelt, dass das leider so ein bisschen zunimmt. Und um das zu verhindern, kannst du natürlich ganz einfach es so machen und die Zahlung vorher entgegennehmen. Und das kannst du sehr, sehr einfach machen mit Wix Bookings. Und dabei ist es völlig egal, ob du eine Seite in Wix oder in Wix Studio hast. Du kannst dabei völlig frei entscheiden, ob du eben Teilzahlung haben möchtest, dass du zumindest dann ein Ausfallhonorar hast und der Rest wird dann eben gezahlt, wenn der Kunde eben doch vor Ort da ist und kann den Rest dann eben bei dir bezahlen. Du kannst es auch so einstellen, dass komplett vorab der gesamte Betrag gezahlt wird. Das gibt dir einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit. In einigen Ländern ist es schon sehr, sehr üblich. In Deutschland wird das sicherlich auch immer mehr werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kunden eben online buchen können. Das heißt, wenn du sowieso eine One-Man- oder One-Woman-Show bist und am Kunden arbeitest, also nicht ans Telefon gehen kannst, gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass Termine gebucht werden und du musst dich dann weiter um die Terminkoordination nicht kümmern. Das ist super praktisch. Ich erkläre dir jetzt in den nächsten Minuten, wie du Wix Bookings bei dir integrierst, damit deine Kunden Termine buchen können und auch wie du einstellst, ob der Kunde vorab zahlen sollte, den vollen Betrag, den Teilbetrag oder eben dann doch vor Ort. Wenn du das dann doch lieber machen möchtest, bleib einfach dran und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Wie du Wix Bookings hinzufügst, zeige ich dir jetzt mal am Beispiel dieses One-Pagers. Da habe ich das schon mal fertig eingerichtet. Und zwar sieht es dann so aus, dass der Kunde eben deine 3 Dienstleistungen sieht und die eben online buchen kann. Und du kannst eben festlegen, ob vorab etwas gezahlt werden soll oder nicht und wenn ja, wie viel. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Demo-Seite erstellt, denn das, was du als allererstes machen musst, ist Wix Bookings hinzuzufügen. Dafür gehst du hier auf den App-Markt, gibst hier einmal Wix Bookings ein. Da bekommst du es auch schon angezeigt. Einmal draufklicken, hinzufügen und dann ist das Ganze auch schon installiert. Ob das alles geklappt hat, siehst du natürlich einmal hier. Ja, das hat alles geklappt und du gehst auch nochmal auf die Seitenverwaltung und siehst dann hier, wenn Wix Bookings hinzugefügt wurde oder eben eine andere App, dann hast du hier mal diesen grauen Balken, da steht dann eben Buchungsseiten, da weißt du, es geht um Wix Bookings und hier hast du die einzelnen Unterseiten. Warenkorb, Bestätigungsseite, du hast hier auch nochmal den Buchungskalender, den kannst du natürlich auch noch auf deine Seite direkt einbinden. Was mich jetzt aber hier interessiert, ist dieser Bereich Online-Buchen, damit das Ganze dann eben so aussieht. Um das zu machen, klickst du hier einmal rein, gehst unter Services verwalten und hier hast du auch schon verschiedene Vorschläge, die du nutzen kannst. Ich gehe jetzt hier mal direkt unter Neu erstellen und kann jetzt hier mein erstes Produkt oder meinen ersten Service anlegen. Ich fange jetzt hier mal mit dem ersten Namen an, dann kannst du hier noch ein Bild hinzufügen. Ich wähle jetzt hier mein erstes Bild aus, das solltest du natürlich etwas besser benennen und nicht 1, 2, 3, 4, 5, aber es jetzt hier nur zu Demo-Zwecken. Hier könntest du noch deinen Slogan eingeben, um was es genau geht. Zum Beispiel Selbstwert und Selbstvertrauen stärken. Und hier könntest du noch eine weitere Beschreibung hinpacken. Das sieht der Kunde dann bei der Buchungsoption. Dauer wäre jetzt hier 1 Stunde. Hier kannst du dir auch noch überlegen, ob du eine Pufferzeit brauchst. Und hier ist jetzt der spannende Bereich. Da kannst du dir überlegen, ob der Kunde pro Session zahlen soll. Das ist wahrscheinlich erstmal das Einfachste, um es anzulegen, mit einem Preisplan oder beides. Zu Preisplan und beidem kommen wir später noch. Wir fangen jetzt erstmal mit der pro Session an. Der Festpreis, sagen wir mal, wäre 80 €. Und hier kannst du auswählen, soll der gesamte Betrag vorab gezahlt werden oder vor Ort, entweder das eine oder das andere oder per Anzahlung. Sagen wir mal, wir machen das Ganze per Anzahlung, eine Anzahlung von zum Beispiel 50 €, dass wenn die Person nicht kommt, du auf jeden Fall schon mal eine gewisse Abdeckung hast. Hier steht es auch nochmal, die Anzahlung 50 € wird online bezahlt und 30 € werden persönlich bezahlt.
Meines Erachtens ist der Vorteil bei einer Online-Terminbuchung, dass manche Menschen das doch ein bisschen ernster nehmen, als wenn sie das nur telefonisch machen, weil sie hier auch gleich nochmal eine Bestätigung in der Hand haben. Und natürlich, wenn vorab gezahlt wird, dann sowieso. Hier kannst du deine Unternehmensadresse nochmal bearbeiten. Die würdest du aber schon mal im Backend von Wix oder Wix Studio festlegen. Hier kannst du auch nochmal einen Mitarbeiter auswählen, falls du jetzt diesen Service nicht übernimmst, sondern jemand anderes. Und kannst hier noch weitere Bilder hinzufügen und so weiter. Das hier würde ich angehakt lassen, Buchung bei Verfügbarkeit automatisch bestätigen und dann gehst du auf Speichern. Dann bekommst du auch schon den Hinweis, dass du dir ein Premium-Paket holen musst, denn ohne das kann eben keine Buchung stattfinden und Zahlungen können nicht entgegengenommen werden. Dann legst du den nächsten Service an. Das mache ich auch nochmal unter Neu erstellen. Dann nehmen wir hier mal stressfrei. Hier lege ich auch nochmal ein Bild fest. Nehmen wir mal das hier. Hier kannst du auch nochmal beschreiben, Pufferzeit eintragen. Ich speichere hier schon mal, dann sagen wir mal 80 € für den Sessionpreis und speichern. Wenn du dir jetzt aber überlegst, dass du vielleicht nicht nur Einmalzahlungen annehmen möchtest, sondern Paketpreise oder auch Mitgliedschaften verkaufen möchtest, dann kannst du das jederzeit ändern. Hier kannst du eben nochmal auswählen, ob du deinen Service mit einem Preisplan verkaufen möchtest. Das bedeutet, der Kunde kann dieses Produkt nur erwerben, wenn er entweder ein Mitglied ist oder eben direkt den Paketpreis nutzen möchte. Häufig macht aber auch diese Option Sinn, dass man vielleicht das erstmal ausprobiert und wenn dem Kunden das gut gefällt, dann kann man ja immer noch einen Paketpreis kaufen. Der Festpreis wäre dann also für dieses Produkt weiterhin 80 €. Dann kannst du nochmal sagen, Gesamtbetrag, wie auch immer du das haben möchtest und müsstest dann hier deinen Preisplan erstellen. Ich sage mal, einen neuen Preisplan erstellen. Und dann kannst du auswählen, ob du entweder Paketpreise oder eine Mitgliedschaft verkaufen möchtest. Ich bin mehr ein Fan von Paketpreisen, weil Mitgliedschaften, finde ich, aus meiner Erfahrung laufen gerade nicht so gut. Die Leute haben nicht so unbedingt Lust, sich per Mitgliedschaft zu verpflichten. Ich würde das hier bevorzugen, aber das musst du natürlich wissen, was bei dir und deinem Produkt am besten läuft. Und dann würde ich hier nochmal sagen, stressfrei. Sagen wir mal, man nimmt direkt das 10er-Paket. Hier kannst du das Angebot auch nochmal weiter umschreiben. Kannst hier auch nochmal ein Bild einfügen. Dann kannst du hier die Sessions auswählen. Die 10 passt ja ganz gut und kannst dir hier den Preis festlegen. Ich nehme mal 750 € wäre das gesamte Paket. Die Einzelstunde kostet 80. Kannst hier noch festlegen, wie lange das Ganze gültig ist, ob unbegrenzt, 12 Monate und so weiter. Ob du eine Einrichtungsgebühr berechnen möchtest. Diese Einstellung würde ich hier so lassen, Kunden die Kündigung ermöglichen und ich würde auch dem Kunden das Startdatum festlegen lassen. Und hier kannst du noch weitere Richtlinien hinzufügen. Wenn du zum Beispiel bestimmte Nutzungsbedingungen hast, dann gehört das hier auf jeden Fall rein. Und hier kannst du auch noch die Kontrollkästchen dafür aktivieren. Dann gehe ich einmal auf Speichern. Und hier nochmal auf Speichern und schon habe ich die beiden Services angelegt. Ich lege jetzt nochmal den letzten Termin an, indem ich einfach den obersten dupliziere. Gehe hier auf Bearbeiten, gebe den entsprechenden neuen Text ein, schaue, ob das hier alles so stimmt, pro Session und so weiter. Dann auf Speichern. Dann klickst du das hier einmal weg, aktualisierst den Browser. Und dann hast du hier deine Services auch schon drin stehen. Wie bekommst du denn das Ganze jetzt auf deine Webseite? Dafür gehst du dann auf die Seite, wo du das hinhaben möchtest. Ich nehme jetzt mal die Home-Seite. Ich habe hier schon mal einen Abschnitt erstellt. Den klicke ich einmal an, gehe dann hier auf das Plus und dann auf Wix Bookings. Und da kannst du dir auch schon mal auswählen, wie das dargestellt werden soll. Das kannst du aber im Nachhinein noch verändern. Ich nehme jetzt mal das hier. Da hat das jetzt nicht reingesetzt. Das muss ich nochmal kurz anpassen. So, dann ist das jetzt hier drin. Wie du das seitlich ausrichtest, das ist wieder das gleiche Spiel im Responsive Design. Das kennst du ja dann wahrscheinlich schon. Das machst du eben hier auf der rechten Seite. Und dann sind die Services jetzt hier entsprechend buchbar. Ich springe mal wieder rüber in die Originalseite. Die habe ich nämlich jetzt schon angepasst. Und hier kannst du nochmal die Design-Einstellung vornehmen. Services verwalten, da gehst du dann immer grundsätzlich in die ganzen Grundeinstellungen wie Preise und so weiter. Und bei Einstellung machst du das Styling. Hier kannst du zum Beispiel noch schauen, was du alles eingeblendet haben möchtest, wie du das Ganze stylst, ob du auch den Preis angeben möchtest. Ich bin immer ein Freund von Preisen. Kannst hier das Layout auswählen. Wir haben jetzt hier Gitter. Du kannst aber auch noch zum Beispiel überlagert auswählen, parallel oder Streifen.
Das bleibt dann ganz dir überlassen. Bei Text kannst du noch weitere Anpassungen machen, kannst den Button auch nochmal neu beschriften, wenn du das anders nennen möchtest als buchen. Und bei Design kannst du hier den Hintergrund nochmal verändern, die Farben verändern, natürlich auch die Buttonfarbe, wie du das eben gerade möchtest. Am Ende solltest du einmal unter Veröffentlichen gehen, damit du dir alles live anschauen kannst. Das würde dann so aussehen und ja, könnte jetzt theoretisch gebucht werden. Allerdings, damit du wirklich Zahlungen entgegennehmen kannst, brauchst du natürlich ein Premium-Paket. Deswegen, wenn der Kunde jetzt auf Buchen drückt, passiert hier natürlich noch nichts. Deine Webseite sollte da entsprechend natürlich mit dem Premium-Paket freigeschaltet sein, damit das auch klappt. Schau dir auf jeden Fall nochmal an, wie das Ganze responsive aussieht auf den verschiedenen Endgeräten. Ja, und so einfach kann es sein, online Zahlungen entgegenzunehmen und deine Termine mit Wix oder Wix Studio zu koordinieren. Wenn du dieses Template hier, den One-Pager, verwenden möchtest, dann kannst du dir das ganz einfach runterladen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein kostenloser Wix-Account. Da bitte nicht ausloggen. Du bekommst dann nämlich eine Datei, die du einmal kurz entsippen musst. Darin befindet sich dann dieses Template und dann wirst du Schritt für Schritt durchgeführt und hast eigentlich mit wenigen Klicks dieses Template hier konfiguriert. Eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich super über ein Like und über ein Abo freuen, damit ich auch weiter mehr Videos erstellen kann. Wenn du eine Frage hast zu deiner WordPress Divi Seite oder auch zu deiner Wix Studio Seite, dann melde dich gerne bei mir.